Spinlord holt sich beim Blitzschlag die Naturgewalten ins Gummi. Ob der Langnoppenbelag dabei für Donnerhall sorgen kann, seht ihr in diesem Video. Der Blitzschlag wird als Weiterentwicklung des beliebten Dornglanzes deklariert und soll mit etwas weicheren und elastischen Noppen sowie einer leicht geänderten Noppenstruktur daherkommen. Die Noppenköpfe selbst sind ungeriffelt, aber griffig, wirken sogar auf den ersten Blick leicht klebrig. Preislich ordnet sich der Langnoppenbelag regulär bei etwa 20 € ein. Im Dots-Test zeigt sich das Gummi sehr direkt, insgesamt aber eher langsam. Die Schnittempfindlichkeit ist hierbei recht niedrig einzuordnen. In den ersten lockeren Schlägen präsentiert sich der Blitzschlag am Tisch mit einer langen Ballführung und lässt dadurch eine gute Kontrolle aufkommen. Das niedrige Grundtempo bestätigt sich. Auffällig ist der relativ flache Ballabsprung, der einen angepassten Winkel des Schlägerblattes erfordert. Der Hackblock gelingt grundsätzlich sehr solide. Die Schnittentwicklung ist dabei auf einem durchaus gehobenen Niveau. Richtig gut gelingt auch das Pressen auf Schupfablagen des Gegners. Mit fast geradem Schlägerblatt lassen sich druckvolle Schläge hervorzaubern, die sehr flache, abtauchende Ballflugkurven mit sich bringen. Die Gefährlichkeit dieser Bälle ist unserer Meinung nach gar nicht so sehr in einem sonderlichen Störeffekt begründet, sondern eben vielmehr in dieser abtauchenden Flugbahn. Generell bietet der Blitzschlag durchaus Potenzial, um leicht offensiv bzw. aggressiv eingesetzt zu werden. Dies zeigt sich bereits bei der Aufschlagannahme, bei der man seinen Gegner mit gekonnten, winkeligen Schlägen bereits unter Druck setzen kann. Mit langen, liftartigen Schlagbewegungen lässt sich der Blitzschlag auch im konterähnlichen Spiel einsetzen. Er produziert dabei nur schwer zu lesende Schnittwechsel und erneut flache, abtauchende Flugbahnen. In der Abwehr ist der Blitzschlag durchaus einsetzbar, aufgrund des niedrigen Tempos und der flachen Ballflugkurve aber nicht ganz so kräfteschonend spielbar. Die maximale Unterschnittentwicklung liegt dabei auf einem durchschnittlichen Niveau. Als Gegner hat man eher Probleme mit dem Einschätzen der Rotation, sodass man die Bälle eher über den Tisch hinaus spielt als ins Netz. Unserer Meinung nach ist der Blitzschlag aber eher auf das tischnahe Störspiel ausgelegt.
Aufgrund der guten Eindämpfung eignet sich der Blitzschlag auch gut zum Fangen von harten Schüssen. Unseren Eindrücken nach zeigt der Blitzschlag seine ganz große Stärke im Umschaltspiel von langen, druckvollen Bällen auf sehr kurze, wirklich unangenehme Stoppbälle. Diese Variation in der Länge der gespielten Bälle, die für den Gegner nur schwer vorauszuahnen ist, gelingt mit ein wenig Übung wirklich gut und dürfte unserer Meinung nach eben eine der herausragenden Spieleigenschaften des Blitzschlags sein. Mit dem Blitzschlag aus dem Hause Spinlord erhaltet ihr einen preiswerten Langnoppenbelag, der in erster Linie auf ein tischnahes Störspiel optimiert ist und dabei eine breite Palette an Schlägen bietet. Aufgrund des niedrigen Tempos ist der Belag relativ gut zu kontrollieren. Wenn ihr eure Gegner vor allem mit Tempowechseln, Stoppbällen und flachen abtauchenden Ballflugkurven zum Verzweifeln bringen wollt, dann solltet ihr euch dieses Teil einmal selbst genau ansehen.